Hallo FPV-Freunde. Oh, eine Tüte. Was da wohl drin ist, das werden wir gleich sehen. Zunächst mal kurze Info. Ich will mir einen neuen Kopter aufbauen und dazu habe ich mir ein paar Teile besorgt. Die möchte ich euch hier kurz vorstellen und dann packen wir die Tüte mal aus. So, zum einen haben wir hier einen 5 Zoll Freestyle Frame und ein F7 Stack mit 60 Ampere BL Heli S. Beides kommt von der Firma Sologut und ist eher im günstigen Segment angesiedelt. So, dann kommen wir zunächst zum Frame. Hierbei handelt es sich um einen Apex-Klon und den packen wir jetzt mal aus. So, was haben wir denn alles mit dabei? Erstmal sortieren. Einmal die Arme, Topplate, die beiden Bottomplates. Eigentlich sollten es 4 Füße sein. Den habe ich hier, 4 Füße. 2 Kamera, TPU-Halter, ein Frontbumper, das Mittelteil für die Arme. Dann noch Lipopad, Tüte mit allen möglichen Schrauben, ein Kamerahalter und die unteren Scheiben für die Verschraubung. So, wir kümmern uns zunächst nur mal um den Frame, das heißt, die ganzen anderen Geschichten können wir beiseite legen, die sind erstmal unerheblich. Und dann schauen wir uns mal das Material an und ich messe das für euch auch mal durch. Hier haben wir also die beiden unteren Plates. Die sollen laut Hersteller 2,5 mm stark sein. Sie sind 2,5 mm stark. Jawohl. Die Topplate soll 2 mm dick sein. Knapp 2 mm. Und die Arme sind laut Hersteller 5,5 mm dick. Sie sind aber gerade mal knapp 5 mm dick. Sollte aber allerdings auch ausreichen. Dann schauen wir mal noch ganz kurz auf die Qualität. Ich hoffe, ich kann es hier gut einfangen. Es sieht im Grunde aus wie das Original. Die Lagen sind schön verklebt. Es ist gut geschnitten. Sieht meines Erachtens nach sehr sauber aus. Beide Mountmaße sind vorhanden, 16 und 19 mm für die Motoren. Einmal die Topplate. Ich finde, es macht einen guten Eindruck, wenn man bedenkt, dass der Frame nicht mal 20 Euro gekostet hat. Sieht das eigentlich recht brauchbar aus. So viel zum Frame. Zusammengebaut wird er jetzt in diesem Video nicht. Hier stelle ich ihn nur vor oder die Sachen nur vor. Und der eigentliche Zusammenbau erfolgt dann im nächsten Video in dem kompletten Bild. Ach ja, bevor ich es wieder vergesse, liefere ich das noch schnell nach. Hier noch die Maße für das Verbauen vom VTX und FCESC. Da haben wir hier hinten beim VTX 3 Möglichkeiten, und zwar einmal 20 x 20, dann 25 x 25 und zum guter Letzt geht auch 30 x 30. Und beim ESC bzw. Stack kann man einmal die Mini-Variante verbauen in 20 x 20 oder Standard 30,5 x 30,5. So, jetzt haben wir alles. Dann kommen wir nun zum Stack. Einmal die Schachtel geöffnet. Hier ist das Zubehör, fällt relativ mager aus. Einmal nur ein XT60 mit Kabel und eine Tüte mit Kleinmaterial. Einmal die Schrauben für den Stack, 1000 Mikrofarad Kapazitator oder Kondensator, dann die Gummis für den FC und ESC, ein Verbindungskabel, FC zu ESC und ein paar Muttern.
So, hier nun die beiden Teile. Ein paar technische Daten, Detailbilder blende ich dazu ein. Also, hier haben wir den F7. Es ist ein F722 Prozessor verbaut. Wir haben einen USB-C-Anschluss. Wir haben einen Boot-Button. Wir haben die ganzen Lötpads. Die sind relativ groß ausgeführt. Ansonsten ausstattungstechnisch hält sich das alles arg in Grenzen. Wir haben keine Steckplätze. Die einzigen Steckplätze, die wir hier auf der Rückseite haben, ist einmal die DJI-Steckverbindung und dann haben wir hier die beiden ESC-Steckplätze, sodass man an diesem FC bis zu 2 ESCs anschließen kann, somit 8 Motoren betreiben kann. Wir haben ein Baro mit an Bord. Der Gyro ist ein ICM 42688P. Und wir haben einen analogen OSD-Chip mit an Bord. Für digital braucht man ja gar keinen in dem Fall. 2 BECs, einmal 10 Volt, einmal 5 Volt, jeweils 2 Ampere. Und eine Onboard Blackbox mit sage und schreibe 16 Megabyte Flash Memory ist auch mit dabei. So viel erstmal zu dem FC. Jetzt zum ESC. Wir haben hier einen 4.1 ESC mit 60 Ampere. Viele Daten gibt der Hersteller in dem Fall gar nicht raus. Maximal 65 Ampere soll der ESC zu leisten imstande sein. Wir haben D-Shot 300 und 600 Support. Wir haben maximal 6S. Wir haben eine TVS-Diode an Bord. TVS-Diode bedeutet so eine Art Spike-Absorber. Das heißt, Spannungsspitzen beispielsweise beim Einstecken des LiPo werden im günstigsten Fall unterdrückt. Und wir haben einen 1000 Mikrofarad Kondensator mit dabei, der hier an den beiden Löchern verlötet werden kann. Was mir gefällt an dem ESC sind die Lötpads. Das sind nicht verschlossene Lötpads, sondern offene. Somit hat man die Möglichkeit, die Kabel unter Umständen auch versteckt zu verlegen. Aber das sehen wir dann alles beim Zusammenbau. So, zum Schluss von mir erstmal noch ein kurzes Fazit zu den beiden vorgestellten Artikeln. Zum Frame muss ich ganz ehrlich sagen, für nicht mal 20 Euro macht er im Grunde einen echt guten Eindruck. Wir werden dann beim Zusammenbau sehen, was das Material taugt und natürlich beim Fliegen feststellen, ob es Müll ist, auf Deutsch gesagt, oder nicht. Und zum Stack, sicherlich wird es den einen oder anderen geben, der jetzt sagen wird, so ein Billigkram kaufe ich hier nicht. Aber darum geht es eigentlich im Grunde gar nicht. Dafür bin ich ja da, um euch das aufzuzeigen, damit ihr nicht die Katze im Sack kaufen müsst. Habt da bei mir die Möglichkeit zu sehen, ob das funktioniert oder nicht. Und dann sage ich erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und wenn Interesse besteht, sehen wir uns dann beim Bildvideo. Bis dahin, happy flying! Red light, green light.